Ja, hallo liebe Leute, ein neues Tutorial. Das mache ich, weil ich gerade in der englischen Facebook-Seite eine Frage gesehen hatte und da ist mir sofort die Lösung halt eingefallen, wie ich das machen würde. Und das mache ich jetzt hier und dann werde ich auch Untertitel da dranhängen, damit die Leute das da auch dann entsprechend nachvollziehen können. So, zunächst aber, wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gerne gesehen. Und dann starten wir einmal mit der Konstruktion, beziehungsweise erstmal eine kleine Einweisung, was ich für Änderungen an FreeCAD gemacht habe, damit ihr euch da nicht wundert. So, fangen wir an. Part Design Modus, der ist völlig normal, außer diesem Bereich hier. Da habe ich Kommandos aus anderen Workbenches halt mir hier als Icons hingeholt, damit ich nicht immer hier wechseln muss. Als Beispiel, wenn ich jetzt wechsle in den Part-Modus zum Beispiel, dann habe ich hier unter Formteil eine Sache Kopie erstellen und hier Form aufbereiten. Das nutze ich sehr häufig. Genauso wie ich auch die Boolschen Funktionen des Part-Modus häufig benutze. Und ganz wichtig ist auch die Funktion, da muss ich gerade mal schauen, wo man die findet. Ich glaube, die ist auch im Part-Modus. Und zwar, das ist dieses Icon hier, dieses mit der Lupe und mit diesem Kegel. Damit kann man eine Geometrie überprüfen. Bei so kleinen Sachen ist das nicht so unbedingt notwendig. Aber wie gesagt, diese Funktion Form aufbereiten hier, dieses Icon, das ist sehr wichtig. So, eine neue Datei habe ich schon angelegt. Also wir fangen erstmal an mit dem ersten Körper. Das soll ein Sweep werden. Oder ein, mache ich als Sweep? Ne, ich denke mal, das ist einfach ein Loft. Schauen wir uns das mal an. Also ich mache einen neuen Körper und da kommt eine Zeichnung hin, die machen wir auf die XY-Ebene und die wird einfach, besteht hier aus zwei Kreisen, die kriegen einen gewissen Durchmesser, fangen wir mit dem mal an, Durchmesser so 30 mm, oh, das war genau der von dem zweiten Kreis, ja, dann machen wir den mal 25 und den machen wir 30. So. Dann ziehen wir uns das hier noch korrekt. So, das ist die erste Zeichnung. Jetzt soll das ein Loft werden. Einmal so nach oben und dann hier oben so schräg weg. Also machen wir einen zweiten, eine Kopie von diesem Sketch. Allerdings brauchen wir dafür eine Datum Plane. Die machen wir hier. Dafür mache ich das hier aktiv. Und die wird hier, da muss ich die selektieren. Da muss man immer zweimal klicken, bis das hier wirklich grün ist und das andere nicht. Und dann auf Datum Plane drücken und da ist die drin. Was ihr da im Hintergrund hört, das ist mein 3D-Drucker. Der macht einen 9 Stunden Druckjob. Den wollte ich jetzt nicht abbrechen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. So, dann das wird jetzt, die Datum Plane wird ins Set verschoben um, ich sag mal 80 mm. Ah, das ist zu viel. 80 ist zu viel. 40? Ja, das ist immer noch ein bisschen viel. Machen wir mal 30 mm. So, das heißt, da soll jetzt diese Zeichnung draufgesetzt werden. Ich deselektieren erstmal die Datum Plane, die brauche ich gar nicht sehen. Auch die können jetzt ausgeschaltet werden. Eine Kopie, einmal Sketch selektieren, STRG C drücken, dann hier auf diesen Pfeil an dem Sketch klicken und hier das Häkchen wegnehmen. Dann wird nur der Sketch kopiert und nichts sonst noch. Okay, dann einmal STRG V drücken. Dann kommt der Sketch hier hin, der wird jetzt in den Körper reingezogen. Und jetzt kann ich den auf die Datum Plane setzen. Das heißt, Datum Plane hier selektieren. Die muss man nicht sehen, deswegen die muss nicht aktiv sein. Dann hier auf diese Skizze einer Fläche zuordnen.
draufklicken, den Sketch auswählen, Sketch 001 und OK drücken. So, Flatface ist an sich immer das Richtige, also OK. So, und dann haben wir die Zeichnung schon da hochgeholt. So, jetzt soll ja hier noch ein zweiter Sketch hier so hinkommen. Das heißt, da müssen wir nochmal eine Datum Plane machen. Die machen wir erstmal wieder auf die XY-Ebene. Das heißt, die selektieren Datum Plane. Dann ziehen wir die auch mal in Z nach oben, ruhig auch um die 30 mm. Oh, ich habe die falsche. Ja, da kann man auch mal daneben liegen. Okay, machen wir nochmal. Ich kann auch die. Ne, das kann ich nicht. Also Origin. Nicht XZ-Plane, sondern XY-Plane. Das ist die hier. Die muss alleine grün sein. Datum Plane in Z um die 30 mm. Und jetzt bewegen wir die. Ich mache das erstmal wieder unsichtbar. Die wird jetzt gedreht. Das heißt, Doppelklick hier und dann um welche Achse. Das ist entweder die X- oder die Y-Achse, um die ich die drehen möchte. Fangen wir hier mit der X45. Gucken wir uns das mal an. So. Okay, und jetzt können wir die noch weiter in Z nach oben setzen. So. Okay, lassen wir das mal so stehen. Dann mache ich wiederum, ich brauche jetzt nur noch einmal STRG V drücken, weil das ist noch da im dieser kopierte Sketch, den packe ich mir wieder hier in den Body rein und setze den jetzt auf diese Datum Plane hier. Sketch 002. So, dann steht der da oben so. Den will ich jetzt ein bisschen hier rüber haben. Da gucken wir mal, was wir da machen können. Machen wir den mal wieder sichtbar. Ja, ich muss noch ein bisschen höher. Okay. So, dann machen wir einmal den Sketch auf und wieder zu. Dann hat man den auch hier so drauf. Und jetzt können wir hier auf Placement gehen und den Sketch hier in der X-Richtung zum Beispiel bewegen. Ah ne, das geht nicht. Oh, wie kriege ich denn jetzt die Datum Plane bewegt? Gehen wir mal hier auf 50. Sketch auf, Sketch zu. Das war die falsche Richtung. Okay, das muss in Y bewegt werden. Also da kommt hier bei der Datum Plane, da bei den 50, da kommt 0 rein. Und bei Y machen wir mal ein 50 rein. Gucken wir uns das mal an. Das war die falsche Richtung. Datum Plane. Da machen wir jetzt mal minus 20 rein. Sketch 2 und schließen. Jetzt können wir die in Z wieder ein bisschen runterholen. Sketch 2. Ein bisschen zu viel. Ja, und jetzt machen wir hier ganz einfach einen Loft. Das heißt, ich selektiere den Sketch und klicke hier auf dieses Loft. Die Ausformung heißt es in Deutsch. Und das soll, ich glaube, das können wir so machen, muss es geschlossen werden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber wir fügen einfach mal die weiteren Sketche hinzu. Nummer 1,
Nummer 2. Nummer 2. So, dann haben wir den Loft hier erstellt. Datum Plane unsichtbar machen. Sieht jetzt nicht ganz so aus wie das, was dort in dem Forum gezeigt wurde, aber ich denke, man kann es heranziehen. So, jetzt soll dieses Teil hier außen, hier unten und hier, da, solche wie so Verstärkungen bekommen. Das heißt, was machen wir da? Dann nehmen wir einfach den Sketch hier und wir machen Kopien davon. Also, der ist, glaube ich, immer noch im... Ja, da ist er noch drin. Da mache ich aber einen neuen Körper auf. Und den Sketch ziehe ich in diesen neuen Körper und platziere den auf die XY-Ebene. Das ist die. Und einmal auf die bitte, und zwar den Sketch 003. So, dann packen wir uns direkt, den bearbeiten wir jetzt erst einmal. Dann wird das hier so umgestellt. Und zwar der Sketch jetzt, der bleibt in 25 und hier wird der 50 mm. Ne, das ist zu viel. 35. Ja, machen wir 35. So, dann machen wir hiervon schon mal Kopien. Genau wie vorhin. 2 weitere Kopien, die kann ich direkt hier reinziehen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Datum Planes von da kopiert bekomme. Steuerung C, die Datum Plane. Und ziehe die hier rein. Und die Datum Plane 2. Die kommt auch da rein. Genauso wie sie vorher auch waren. Jetzt kann ich die Sketche da draufsetzen. Auf die Datum Plane kommt der Sketch 004. Und auf diese Datum Plane kommt der Sketch 005. Und dann machen wir hieraus auch ein Loft. Das heißt einmal Loft, dann geschlossen, das habe ich glaube ich nicht genutzt. Dann machen wir den dazu und den dazu. Okay. Jetzt habe ich hier einmal einen inneren Körper und einen äußeren Körper. Den äußeren Körper, von dem mache ich jetzt über Part und dann Formteil, Create a Copy, Kopie erstellen in Deutsch und hier Form aufbereiten, Refine heißt es im Englischen. Und dann, das kann ich jetzt ausführen. Ich habe mir, wie gesagt, diese Befehle, weil ich die häufig benutze, hier so hingelegt. Also mache ich einfach hier. Das wird jetzt unsichtbar und ich habe einen solchen Körper hier. Und jetzt erzeuge ich, guck mal in welcher Ansicht, da sind wir hier in der Seitenansicht. Da erzeuge ich jetzt neue Körper im Part Design Modus. Alles deselektieren, einen neuen Body. So, der neue Body, der wird einfach ein Rechteck. Das kann ich als Rechteck zeichnen. Ich kann es aber auch direkt als erstmal eine Skizze erstellen, natürlich. Auf welcher Ebene? Das ist hier die YZ-Ebene. Das ist diese. So, und dann der erste Körper. Ich mache den jetzt auch hier als Polygon. Und dann fahren wir dahin. Dann kann man das hier, das ist vertikal, Taste V. Haben wir oben die Tastenkommandos angemacht. So, dann
Das ist auch vertikal. Der hier, der kriegt ein Maß 2 mm. Und dann kann ich das schon schließen. So, dann mache ich aus diesem Sketch ein Pad, eine Aufpolsterung. Das wählen wir symmetrisch zu einer Ebene. Und das kriegt ein Maß, das muss dick genug sein, dass es hier komplett raussteht. 50, ja, so passt das. Dann haben wir Nummer 1. Davon können wir jetzt einfach auch so einen Körper machen. Jetzt habe ich diesen Körper hier und diesen Körper und daraus mache ich einen Schnitt. Das ist diese Funktion hier, beziehungsweise unter Part ist die hier, das Differenz, da ist der Schnitt. So, wie gesagt, ich habe die hier oben liegen, da kann man auch drauf haben, dann sieht man Part Cut und das hier ist Part Common, also das ist die Funktion im Englischen, einfach wählen und schon habe ich da unten so einen Ring. So, jetzt gehen wir her, gehen wieder hier rein. Ich mache einen neuen Körper. So, der kriegt wiederum eine neue Zeichnung auf der YZ-Ebene. Und da zeichne ich jetzt auch ein Polygon rein. So zum Beispiel. So, das wird parallel. Das wird auch. Die sind auch parallel. Und dann das hier sind 90 Grad. So, dann kriegt das Maß hier. Was hatte ich da genommen? 2, glaube ich. So, dann sagen wir so, ja, jetzt kann man das hier so verschieben. Das will ich nehmen. Machen wir ein Pad aus dieser Zeichnung. Wiederum symmetrisch zu einer Ebene. 50 mm. Und dann machen wir daraus auch so einen Körper. Ich mache aus diesem Körper hier nochmal so einen Körper. Jetzt habe ich die beiden hier, du und auch bitte einen Schnitt. Da habe ich den zweiten Ring. Dann können wir noch hier oben einen dran zaubern. Da könnte man jetzt sogar die Datumpläne heranziehen. Das heißt, schauen wir mal in den Körper hier rein. Das ist, glaube ich, diese. Nehme ich aber nicht so gerne. Ich versuche es einfach anders. So, das heißt, wir machen nochmal einen neuen Körper. Einen neuen Sketch. Auf der YZ-Ebene. Und der kommt da oben drauf. Dann machen wir wieder ein Polygon. Das kann man jetzt hier so dran ziehen. Die beiden sind parallel, Taste P. Die beiden bitte auch, Taste P. Das sind 90 Grad. So, das Maß sind 2 mm. Jetzt müssen wir das hier noch entsprechend anpassen. So, und dann können wir auch noch ein bisschen. Okay, schließen. Wir machen da wieder den Patch. Symmetrisch und 50 mm. Dann machen wir hier raus den 3D-Körper. Aus diesem Body auch nochmal den 3D-Körper. Dann können wir die wieder hier das Common bilden. Und dann haben wir den auch. So, jetzt
kann es dann noch sein, dass man hier so ein was Senkrechtes da noch haben möchte. Das heißt, oder ich will hier diese Kurve da haben. Ja, schauen wir, wie das geht. Also das wäre jetzt nicht auf der XY-Ebene, was ich da zeichnen muss, sondern ist, glaube ich, ist auch YZ. Okay, da machen wir auch wieder einen neuen Körper. Okay, einmal da reinklicken, neuen Körper. So, das wird wieder eine Zeichnung auf der YZ-Ebene. Und da zeichnen wir jetzt einfach ein Spline. Da möchte ich aber vorher das hier so umstellen. Es ist nicht ganz so einfach. Machen wir anders. Und zwar, ich mache diesen Körper hier. Den mache ich teilweise durchsichtig. Haben wir den jetzt überhaupt? Ne, den wollte ich nicht teilweise durchsichtig machen, sondern das Ergebnis, das ist der hier. So, den machen wir teilweise durchsichtig. So, dann machen wir wieder hier den Sketch auf. Und jetzt ziehen wir da den Spline rein. So, das machen wir wieder aus. So sieht man das besser. Und dann haben wir hier den Spline. Den lassen wir jetzt hier so schön entlang laufen. Beenden mit der rechten Maustaste. Und dann machen wir das hier genauso. So, Spline. Den lassen wir da beginnen. Lassen wir da enden. So, dann machen wir da noch Linien rein. Einmal von da nach da. Das machen wir hier unten auch. So, jetzt kann man die Spline-Punkte hier natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten. Da können wir wieder das hier so umstellen, dann kann man die besser erwischen. Ich sage einfach mal, das wäre so, wie es sein soll. Und dann haben wir diesen Sketch hier. Das wird auch ein Pad, wiederum symmetrisch, 50 mm. Und dann machen wir hier wiederum aus dem ein solches 3D-Objekt und aus dem auch. Und die beiden auch wieder der kommen. Das ist das hier. Also Schnitt im Deutschen. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt müssen wir mal schauen. Der Körper hier, der ist jetzt unsichtbar geworden. Ne, den... Und den habe ich noch auf teilweise sichtbar. Ich habe den falschen Körper gewählt. Okay. Gehen wir raus. Machen wir den mal wieder weg. So. Der ist falsch. Der ist richtig. Und der hier, der kann. Den nehmen wir raus. So, wir müssen den richtigen Körper kopieren. Das ist der hier, ne? Der dicke. Ja, den kopieren. Dann haben wir den. Dann haben wir den. Daraus einen Schnitt. So, und jetzt ist es richtig. Also, ich habe jetzt hier
wenn man das jetzt, vielleicht kann man das sogar noch runden. Das müsste man ausprobieren. Also machen wir einfach mal hier eine Rundung dran. Das müssen wir, dann müssen wir daraus Körper machen. Also was ich jetzt erstmal mache, ist, ich erzeuge aus den Objekten entsprechende 3D-Körper, aus dem. Und dann haben wir hier die Commons. Du wirst ein Körper, du wirst ein Körper, du wirst ein Körper. Und dann haben wir hier noch den letzten und das wird auch ein Körper. So, dann machen wir aus denen zusammen ein neues Objekt durch Verbindung. Okay, da haben wir es. Und dann, da machen wir auch einen neuen Körper raus. Und aus dem im Part Design Modus einen neuen Body. Und jetzt kann man hier weiter dran konstruieren. Wenn man Glück hat, funktioniert es auch. Das muss man jetzt schauen. Also ich gehe einfach mal her und selektiere das hier. Und das. Und dann gucken wir mal, ob wir da eine Rundung dran kriegen. Ja, das scheint er nicht hinzubekommen. Ne, das scheint dann nicht mehr zu funktionieren. Okay, gucken wir mal. Das ist auch ein bisschen viel verlangt, aber man kann natürlich bei der Konstruktion dieser Ausschneideobjekte hier vielleicht die Rundung direkt mit reinbringen. Aber ich hoffe, das hat euch sowas gebracht, wie man halt solche Sachen konstruiert, um eben für einen Modellbau oder was so schöne Rohre zu konstruieren. Ich danke nochmal fürs Zuschauen. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.